leben in einer immer komplexeren und schnelllebigeren Welt und wir haben viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Technologien, Daten zu erfassen. Allerdings stoßen wir als Menschen sehr schnell an unsere Grenzen. Und genau hier kann uns künstliche Intelligenz unterstützen. Sie kann uns dabei helfen, diese Daten zu analysieren, sie zu verstehen und maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln. Und deshalb braucht es Projekte wie PlasticOps Plus, die Forschung und Anwendung miteinander verbinden. Im PlasticOps Plus Projekt arbeiten wir mit 4 Partnern zusammen. Das ist das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, die Firma Optimare, die Firma Everwave und die Jade-Hochschule. Und wir entwickeln gemeinsam Systeme für die Identifizierung und Quantifizierung von Plastikmüll in maritimen Ökosystemen. Dafür setzen wir Flugzeuge und Drohnen und Methoden der künstlichen Intelligenz ein. Unsere Highlights im PlasticOps Plus Projekt waren die Messkampagnen, die wir mit dem Flugzeug und den anderen Projektpartnern durchführen konnten. Zunächst einmal war da die Messkampagne über der Insel Spiekeroog, wo wir die Messbarkeit überprüft haben. Dann ging es nach Friedeburg, einer Stadt im Landkreis Friesland. Dort wurden dann Untergründe geprüft, um dann die Datenbasis dahingehend zu erweitern. Schließlich kamen wir dann zu den Festivalbefliegungen. Hier auch das ganz große Highlight, die Befliegung des Hurricane Festivals, einem riesengroßen Festival mit auch dann tatsächlich großen Mengen an Plastikmüll, die wir da dann sehr gut für unsere Datenbasis nutzen konnten. Ich durfte das Projekt als Projektkoordinator seit Anfang 2024 unterstützen. Durch die zahlreichen Erfolge, die wir während der Projektlaufzeit erzielt haben, unter anderem durch die Veröffentlichung von wissenschaftlichen Publikationen, aber auch Datensätzen, haben wir eine sehr gute Grundlage dafür geschaffen, dass eine Community, die sich ebenfalls mit Umweltschutz und der Erkennung von Plastik in der Umwelt befasst, davon profitieren kann. Mit Hilfe von KI sind wir nun in der Lage, auch kleine Anomalien, die ein menschlicher Operator vermutlich übersehen hätte, zu identifizieren und die Missionssysteme so auszurichten, dass Detailaufnahmen gemacht werden können, um sicherzustellen, dass diese Anomalien auch wirklich Plastik sind und dementsprechend reagieren zu können. Als Unternehmen ist Everwave ein Anwender von entwickelten Technologien. Wir benutzen die Ergebnisse, um Plastik in der Umwelt zu erkennen, um unsere Projekte effizienter zu planen, sodass wir gemeinsam mit lokalen Entscheidungsträgern konkrete Lösungsstrategien entwickeln können, um Abfall in der Umwelt zu reduzieren und ganz zu verhindern. Für die Optimare ist es sicherlich spannend, die Erkenntnisse, die wir mit den Partnern zusammen PlasticOps gewonnen haben, auch auf andere Umweltverschmutzungen zu übertragen. Gerade in dem Bereich der Ölverschmutzung sehen wir hier ganz viele Ansätze, wie wir KI nutzen können, um die Daten, die wir in Fliegern generieren, optimal auswerten zu können. Die Schnittstelle zwischen KI, Forschung und tatsächlicher Anwendung ist deshalb sehr entscheidend, weil wir in der Forschung einen fokussierten Blick darauf haben, unsere Modelle zu quantifizieren, das heißt in ihrer Genauigkeit zu eruieren. Und in der Anwendung werden wir aber immer wieder vor Herausforderungen gestellt, dass wir zum Beispiel unterschiedliche Lichtbedingungen haben, unterschiedliche Kamerasysteme und das kann Modelle in ihrer Genauigkeit beeinträchtigen. Deshalb ist es besonders wichtig, dass wir unsere Modelle auch in der Praxis testen und wenn möglich auch mit anderen Use Cases anreichern, um so die Generalisierbarkeit global zu gewährleisten. Forschung ist ja ganz viel auch Dinge auszuprobieren und da muss man natürlich auch miteinander sprechen, um auch vielleicht sich mal darüber zu unterhalten, was hat denn nicht funktioniert. Das sind natürlich Dinge, die man jetzt nicht in einer Pressemeldung liest, aber das sind natürlich wichtige Aspekte, die auch die Forschung dann gemeinsam voranbringt. Und gerade natürlich bei Projekten, die eine hohe gesellschaftliche Relevanz haben, wie das PlasticOps Plus Projekt, ist es von enormer Wichtigkeit, dass wir die Erkenntnisse, die wir in den Projekten gewinnen, auch mit möglichst vielen Menschen teilen, damit natürlich auch möglichst viele Menschen dann informiert sind und dann vielleicht auch ihr Verhalten ändern können.